Inzwischen ist bekannt, dass der Corona-Aufklärer Dr. Rainer Füllmich zu 3 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt wurde. Weil die Urteilsverkündung so unerwartet schnell kam, konnte ich die Verhandlung zum 52. Prozesstag vor dem Urteil nicht veröffentlichen. Da aus meiner Sicht als Gerichtsreporterin jedoch nicht ausschließlich das Ergebnis entscheidend ist, sondern vor allem die vollständige Dokumentation dieses Prozesses, steht auch der 52. Prozesstag, also der Tag vor der Urteilsverkündung am 24.04.25, als Zeitzeugnis zu ihrer Verfügung. Während der Angeklagte dem Gericht Rechtsbeugung vorwarf und deswegen eine Strafanzeige ankündigte, konterte das Gericht mit dem Vorwurf des Rechtsmissbrauchs, auch wegen sachfremder und ehrverletzender Äußerungen sowie überlanger Plädoyers. Da das Urteil im Namen des Volkes gesprochen wird, kamen in unseren Gerichtsreportagen entsprechend vor allem die vor Ort anwesenden Zuschauer, die in der Mehrheit Spender waren, zu Wort. Zumal ihre Motivationslage in diesem Verfahren keine Berücksichtigung fand, obwohl von ihnen das Geld für die Aufklärungsarbeit kam. Sind Sie das erste Mal hier vor Gericht? Genau, ja, wir sind das erste Mal hier und schauen wir mal, was hier abgeht und hoffen natürlich immer auf einen Freispruch, aber wenn die kommt... Haben Sie die Aufklärungsarbeit des Corona-Ausschusses verfolgt? Ja, immer so weit wie möglich, ja. Und Haben Sie auch selber gespendet? gespendet? Ja. Ich erwarte gute Worte von Rainer, dass er uns alle mal wieder ein bisschen auch informiert, was zur Sache ist. Und also zum Urteil wird es heute nicht kommen, denke ich. Was überzeugt Sie, dass Rainer Füllmich unschuldig ist? Alles. Also es gibt nichts. Alles, das man aber auch schon vorher wusste, aber was jetzt auch immer mehr rauskommt. Also es gibt keinen einzigen Grund, ihn irgendwie eines Vergehens oder einer Untreue oder irgendwas zu beschuldigen. Ich glaube, dass Rainer Füllmich unschuldig ist, weil ich schon an mehreren Prozesstagen dabei war. Und unter anderem hat ein Zeuge ausgesagt, dass er damals dabei war, als es um diese Gelder ging und was damit zu geschehen hat. Und da hat Rainer Füllmich dargelegt, dass er das erstmal in Immobilien und Gold stecken will, damit es vom Zugriff des Staates geschützt ist und dass es von vornherein geplant war, das dort nur zwischenzuparken. Das hat ein Zeuge ausgesagt. Daraufhin hat der Anwalt gesagt, er möchte das gerne ins Protokoll aufnehmen und das Gericht hat gesagt, nein, das nehmen wir nicht ins Protokoll auf. Und das war für mich der entlarvendste Augenblick eigentlich in diesem ganzen Prozess, davon abgesehen, dass es sowieso an Absurdität nicht zu überbieten ist. Wer war aus Ihrer Sicht der Empfänger der Spenden bzw. Schenkungen? Ja, Empfänger war er, weil er das angeleiert hat als Initiator des Corona-Ausschusses. Und er hat ja seine Arbeit gemacht letzten Endes. Das heißt also, am Ende würden, glaube ich, wenn jemand sich aufregen müsste darüber, dass das Geld nicht mehr da ist, was ja nicht der Fall ist, es ist ja noch da, es kann ja zurückgezahlt werden, dann wären das die Spender, viele Kleinspender. Aber die jetzt als Nebenkläger auftreten, also als Hauptkläger auftreten, ist der Staat, denen es gar nichts angeht, weil es private Gelder sind. Und die das Geld haben wollen als Nebenkläger, sind Anwälte, die eigentlich sich das nur unter den Nagel reißen wollen. Ja, ich hoffe, dass ich die Stärke habe, das ganz durchzustehen, weil mir geht das schon sehr nah, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass endlich mal, dass der Freispruch endlich mal kommt. Ich wollte mich einfach selber mal ein Bild machen, von wie das hier abläuft. Ich habe das immer nur über Internet verfolgt und jetzt bin ich mal aus Berlin gekommen und ja. Also Sie glauben noch an einen Freispruch? Ich weiß es nicht, was ich glauben soll. Ich denke, Sie müssten dann eingestehen, dass Sie Fehler gemacht haben. Und wahrscheinlich geht es da um das Ego mehr denn je im Moment, denke ich. Vielen Dank. Gerne. Sagt Sie, dass Rainer Füllmich unschuldig ist und keine Veruntreuung begangen hat? Ich bin eigentlich davon aus meinem Innersten überzeugt, weil ich kenne Rainer Füllmich, also ich hatte schon mal die Ehre, ihn auch begegnen zu dürfen und ihn in den Arm nehmen zu können und ja, die Frequenz, will ich mal sagen, dass so viel Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit ist sehr authentisch. Für mich ist er sehr authentisch, spürbar authentisch. Da gibt es für mich überhaupt keine Zweifel. Im Gegenteil, es berührt mich sehr tief, dass man so einem Menschen... Glauben Sie, dass Sie reinkommen? Ja, ich komme rein, ja. Wie auch immer, eine Stunde später, weil da geht jemand raus. So, ein kleines Feedback zu der ersten Unterbrechung. Naja, sagen wir es mal so, mich überrascht es nicht, weil dieser Antrag oder diese Bestimmung, dass der nur noch reden darf bis morgen 12 Uhr, war in der kurzen Zeit
wo er schon, glaube ich, 18 Verwarnungen gekriegt hat, abzusehen, dass der Richter da ziemlich schnell einschreiten will. Mir ist gerade aufgefallen, dass dadurch, dass er alle Punkte verlesen hat, sehr schön das, was er eigentlich nicht an die Öffentlichkeit haben wollte, und zwar das, was Rainer Füllmich oder die Verteidigung erwähnt hat, dass das dadurch jetzt erst recht an die Öffentlichkeit kommt. Ja. Das ist natürlich etwas, ob er darüber nachgedacht hat, weiß ich nicht. Aber er hätte besser Rainer weiterreden lassen können und hoffen können, dass nicht alles, was eben in Corona-Zeiten schiefgelaufen ist, auch noch so auf den Punkt gebracht wird. Mit Beweisen, mit Erwähnung, PCR-Test war nicht tauglich und. Das hat er ja alles aufgezählt. Ich finde es im Endeffekt genial. Und ich hoffe nur, dass die Verteidigung alle Rechtsmittel jetzt ausnutzt, um diesen Abbruch seines letzten Wortes zu verhindern. Herr Bittel, vielleicht Ihr Feedback zum Beschluss, den der Vorsitzende verkündet hat. Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, weil ich habe wirklich gemeint, das letzte Wort ist so wie etwas Heiliges, dass da der Angeklagte wirklich ausführen darf, wie er möchte. Das scheint nicht der Fall zu sein. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, das hat das Publikum noch bestätigt, ist morgen 24. 12 Uhr Schluss. Und das ist natürlich schon, also rechtens ist was anderes. Und da bin ich jetzt echt gespannt, wie die Anwälte, das Anwaltsteam beraten sich jetzt und mal schauen, wie sie entscheiden, was man tun kann. Und ich bin auch überrascht, das wusste ich auch nicht, das hat der Schindler entschieden und nicht die Kammer. Und da gibt es jetzt natürlich eine Beschwerde und da wird jetzt die Kammer entscheiden. Und da bin ich auch gespannt, wie die Schöffen zum Beispiel das sehen. Mal schauen. Vielen Dank. Werten Sie den Beschluss des Vorsitzenden und den Vorwurf, dass hier die Öffentlichkeit beeinflusst werden soll und auch die Kammer durch die Ausführungen des Angeklagten eingeschüchtert werden soll? Ja, also es ist für mich einfach eine Umkehr oder auch eine Verschiebung, dass ich Dinge den anderen unterstelle, in dessen Gedankenkreis ich sozusagen selbst unterwegs bin. Weil wie sagt Goethe es so schön, hätte ich nicht die Sonne im Auge, könnte ich sie nicht sehen. Und so ist es natürlich, wenn man an dem anderen erkennt, dass das Bestreben ist, die Öffentlichkeit zu beeinflussen, muss man sich die Frage stellen, kreist er genau in diesem Gedankenpool, dass auch er mit seinen Handlungen die Öffentlichkeit beeinflussen möchte. Und ist für mich eigentlich ganz offensichtlich. Das Verteidigerteam, was hat die Beratschlagung mit Ihren Mandanten ergeben? Ja, wir versuchen, so weit wie möglich jetzt zu kommen. Also er wird sich jetzt nochmal dem Untreuevorwurf speziell widmen auch. Das hat sich der Vorsitzende ja auch so gewünscht und er hat sehr viel vorbereitet, was er auch in den nächsten Tagen alles vortragen wollte. Wenn jetzt nur noch Zeit bis morgen Mittag ist, wird er sich auf die wichtigsten Dinge beschränken müssen. Aber wir schauen mal, was die Entscheidung, ich habe ja einen Kammerbeschluss beantragt, der wird natürlich wahrscheinlich genauso aussehen wie die Entscheidung des Vorsitzenden, ist ja klar. Aber dagegen kann man dann auch noch mal Befangenheitsantrag stellen. Was sagt sie zum Vorwurf der Beeinflussung der Öffentlichkeit und dem Versuch, die Kammer einzuschüchtern mit den Äußerungen des Mandanten? Naja, so eine Kammer, die sich einschüchtern lässt, die würde ich gerne mal sehen. Es geht ja darum, dass wir hier unser Mandant umfassend auf den gesamten Sachverhalt schaut, was ja auch richtig ist im Zusammenhang mit der Untreue. Da muss man nämlich alle Umstände berücksichtigen und nicht nur die konkret den Tatvorwurf ausmachen sollen. Und das passiert hier einfach nicht. Ja? Man fokussiert sich einfach auf die Frage, gibt es hier einen Darlehensvertrag oder einen Treuhandvertrag? Man entscheidet sich für einen Treuhandvertrag, den bisher noch keiner gesehen hat, noch niemand bestätigt hat, außer Viviane Fischer, die das wohl in irgendeiner Weise mal von sich gegeben hat. Und ich sehe einfach momentan, dass unser Mandant versucht, den Gesamtzusammenhang darzustellen. Und das ist momentan seine Aufgabe in seinem letzten Wort. Und die macht er, glaube ich, ganz hervorragend. Vor allen Dingen besonders eingeschüchtert hat sich das auch gerade nicht angehört. Nicht wirklich. Also, es hat sich wie eine richtige Packung und Abreibung für die Verteidigung und den Angeklagten angehört. Also. Es hat sich eher wie ein, ja, wie soll ich sagen? Und die Staatsanwältin wie ein Angriff. Wie ein Angriff. Wirklich, die guckte noch wie, weiß ich nicht, also sehr, sehr streng, als dürfte ich noch nicht mal kritisieren, dass die Staatsanwaltschaft hier nicht für den Mandanten auch ermittelt hat, objektiv. Und so viel Kritik darf man auf jeden Fall anbringen. Ja. Also. Das hat sie auch nicht. Das kann man ganz klar feststellen. Genau. Was ist so der Eindruck? Ja, der Herr Schindler, der Herr Vorsitzende, hat eine Rüge erteilt, hat am Anfang vorgelesen. Und der Angeklagte Rainer Füllmich, der hat sich nicht beeindrucken lassen und hat dann halt ein bisschen seinen Text gekürzt und kleine Spitzfindigkeiten ausgeteilt. Also
hat es gut vorgetragen, hat sich nicht einschüchtern lassen und ich stehe nach wie vor dahinter, was er gemacht hat. Es ging wieder darum, ob es eine Spende ist oder eine Schenkung oder was auch immer, ob es ein Ausschuss ist und wem das gehört, das Geld. Ich kann für mich nur sagen, ich habe jetzt nicht Buch geführt. Ich schätze mal so 500 € habe ich gespendet für den Corona-Ausschuss. Und für mich ist es eine Schenkung für Rainer Füllmich. So würde ich es immer aussagen, wenn mich jemand fragt. Das dazu. Aber du weißt doch, dass ich Hafermilch trinke. Da ist überhaupt keine Milch drin. Das sind doch wirklich die Sachen, die Leute interessieren, oder? Da ist überhaupt keine Milch drin. Ich wollte So ein dich nicht altes umbringen. Ehepaar. Du weißt doch, dass ich Hafermilch Das nehme. wusste ich nicht. Nein, ich habe können wir zum, gefragt, was für ein Kaffee Entschuldigen Sie, können wir zum Sachverhalt zurückkehren? Nein, wir müssen erst den Kaffee Das ist ja ganz ausdiskutieren. wichtig. Das ist Marschauflegung hier. Existenziell. Existenziell. Es tut mir sehr leid, aber ich kann jetzt keine Milch beschaffen. Ich weder Hafermilch noch normale. Also ich versuche es jetzt nochmal. Wie hat denn die Kammer auf die Beschwerde zur Beschneidung des letzten Wortes reagiert? Einmal herzlich gelacht und weitergemacht. Ja. Dass sie sich nicht auf die Schenkel geklopft haben, war alles. Sie werden ja bis morgen den Befangenheitsantrag begründen müssen. Ja, wie wird er lauten? Naja, also ich habe ja die schriftliche Version beantragt. Die hat mir der Vorsitzende auch übergeben. Und insofern werde ich mich dann heute Abend damit beschäftigen. Ich konnte mir das nicht alles merken. Also er hat ja einen Umschlag gemacht. Alle Themen, die wir jemals vorgebracht haben, so ungefähr, sind fast rechtsmissbräuchlich oder verzögern den Prozess in unredlicher Länge. Und deswegen werde ich mich dann mit den einzelnen Sachen, ich hatte ja schon ein paar Sachen vorhin mündlich direkt gesagt, was zum Verfassungsschutz, dass das von dem Kollegen Verteidiger Dr. Miseré kommt. Natürlich müssen wir dann davon ausgehen, wenn das hier ein Rechtsanwalt vor Gericht vorträgt, dass das der Wahrheit entspricht. Natürlich kann ich das ansonsten nicht überprüfen, bis auf die Angaben des Kollegen und was er uns dazu vorgelegt hat. Und was gab es noch an Themen? Mit der Bedrohungslage. Also wir hatten ja eine Zeugin, die uns ja auch sehr viele Screenshots zugeschickt hat und uns auch verbal unter Zeugen immer wieder mitgeteilt hat und selber auch Stellungnahmen an das Gericht geschickt hat, dass wir hier von einer gewissen Seite bedroht werden. Sei es durch irgendwelche Gewaltandrohungen, sei es aber auch durch Überschüttung von Anzeigen oder Anzeigen-Tsunamis oder Massaker. Die Bilder sprachen für sich, glaube ich, die du auch dem Gericht hier ausschnittsweise nur allerdings gezeigt hast. Und alle anderen Dinge, also wie du ja vorhin auch schon gesagt hattest, der Untreue-Tatbestand bedarf halt eines Gesamtresümees, einer Beachtung aller Umstände. Und natürlich ist das wichtig, hier auch was zur Inhaltlichkeit der Arbeit und zur Überzeugung des Angeklagten zu sagen. Also es ist völlig absurd, ihn genauso zu behandeln wie andere Häftlinge oder Straftäter, die nur in der reinen Absicht, Leute zu schädigen, irgendwelche Trickbetrügerplattformen im Internet gründen und da Millionen abkassieren, richtig abzocken oder Enkeltricks machen mit alten Leuten etc. Genau, also hier hat man maximal, im Endeffekt hat man hier gar nichts, aber wenn Sie es irgendwie hinbiegen wollen, dann hat man hier wenn nur einen in Kauf nehmen, einen bedingten Vorsatz oder eine Vermögensgefährdung, die irgendwie, ich sag aber so werden Sie es drehen, damit Sie es haben. Genau. Sie brauchen das Treuhandgeschäft zwischen ihm und Viviane Fischer, vielleicht auch noch zwischen beiden anderen. Und wenn da eine Treuhandverletzung stattgefunden haben sollte, dann haben sie ihn. Aber das ist vollkommener Nonsens. Hier gibt es einen Darlehensvertrag, das steht fett oben drüber. Jeder verhält sich so, wie er mit einem Darlehen umgeht. Auch Viviane Fischer nimmt das Geld und verwendet es privat. Ende der Ansage. So. Und jetzt wird ihm daraus ein Strick gedreht, dass er nicht zurückzahlen konnte, weil man ihm das Geld, ich sage mal, blockiert hat. Das kann nicht angehen. Das ist eine rein zivilrechtliche Frage, die jetzt mit Strafrecht überhaupt nichts zu tun, aber auch nicht mal im Ansatz. So, Ende der Ansage. Ja, ich bin sehr dankbar um dieses Interview. Ich dachte, Sie lassen sich vielleicht schon einschränken und die Diskurse beschränken sich nur auf die Art der Kaffeezubereitung nach dem Vorwurf der Kammer, dass die Verteidigung nämlich die Öffentlichkeit versucht zu beeinflussen. Aber vielen Dank für die O-Töne. Wenn du das süße Teilchen da reintupst, dann merkst du gar nicht, dass da keine Ich werde es da drin Hafermilch auflösen, ja. Okay. Vielen Dank. Was ist bei Ihnen so hängen geblieben? Irgendwelche neuen Erkenntnisse? Ich würde sagen, die Erkenntnisse sind nicht neu. Es ist ein politischer Prozess. Die Untreue ist weder im objektiven wie im subjektiven Bereich überhaupt erfüllt. Also ich glaube auch, dass dieser Prozess
sozusagen, wenn er politisch instrumentalisiert ist, eigentlich für die Öffentlichkeit auch nochmal zeigt, wie dieser Staat agiert und kein Vorteil ist. Also Sie denken nach wie vor, dass es ein politischer Prozess ist, trotz der Vorwürfe der Kammer, dass hier die Öffentlichkeit lediglich beeinflusst werden soll? Nein, also ich bin davon relativ überzeugt. Ich bin ja selber Volljurist und ich weiß, dass der Untreue-Tatbestand ein sehr vager ist und das hat er ja auch ausgeführt, völlig korrekt. Und es war ja eine gute Vorlesung. Also insofern, ich denke mal, der Staat oder diejenigen, die sich davon was versprochen haben, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, die haben genau das Gegenteil damit erreicht. Können Sie sagen, an welche Form der Gesellschaft denn gespendet wurde? Ja, ich denke mal, es ist für die Aufklärungsarbeit wurde gespendet. Hier ist gar keine Frage, ob im Hintergrund eine Gesellschaft ist oder nicht, sondern es wurde einfach nur dafür gespendet. Und das war eigentlich eine Dankbarkeit dafür, dass man diese Aufklärung bekommen hat. Denn der Staat hat es ja nicht gegeben. Der Angeklagte hatte heute auch einige Chatverläufe vorgetragen, die Eingang in die Akte gefunden haben, zwischen den Mitgesellschaftern, unter anderem Justus Hoffmann und Rainer Füllmich und Viviane Fischer und Rainer Füllmich. Wenn Sie dem so gelauscht haben, welchen Eindruck haben Sie von den gesellschaftlichen Dynamiken bekommen intern? Na gut, dass die einen sich sozusagen bereichern wollten, das ist ja gut rübergekommen. Und ich glaube auch, ich habe ja den Corona-Ausschuss selber mitverfolgt, zumindest in Teilen, und kann sagen, dass eben ich nur diese beiden wahrgenommen habe, Viviane Fischer und den Herrn Dr. Füllmich. Und ich muss sagen, dass diese Aufklärungsarbeit, der hat sich einfach einen Gotteslohn verdient mit dieser Aufklärungsarbeit. Er hat viele Menschen davor bewahrt, nicht nur in Deutschland, sondern international mit dieser Aufklärungsarbeit sich also diese doch problematische Substanz da spritzen zu lassen. Haben Sie selber auch gespendet an den Corona-Ausschuss? Ja, klar, die ganze Familie. Was war denn die Motivation zu spenden? An wen haben Sie gespendet? Oder wussten Sie überhaupt, an wen Sie spenden? An den Corona-Ausschuss, das heißt Rainer Füllmich und Vivian Fischer. An keinen anderen. Von den Mitgesellschaftern wussten Sie gar nichts oder hatten Sie die gar nicht auf dem Schirm? Oder? Ich wusste nicht, welches die gesellschaftlichen Hintergründe sind und was sich da alles entwickelt hat. Ich habe am Anfang den Justus Hoffmann und die Antonia Fischer da auch sitzen sehen auf der rechten Seite des Tisches. Vielleicht können Sie sich erinnern. Kein Wort, gar nichts. Nur so, als wenn sie so als Untergrund zuhören wollten, um Recherchen einzufahren, um das Ganze hier dann herzubringen. Was mich außerdem noch wundert, wo der Martin Schwab geblieben ist, warum der nicht hier ist. Und Hat der Rainer Füllmich neulich im Gefängnis besucht? Hat er besucht? Ja. Aber Hat zumindest der Angeklagte jetzt vor ein paar Tagen gesagt. Und wird er noch irgendwie hier das Wort ergreifen oder zumindest in der Öffentlichkeit? Die Beweisaufnahme ist ja schon längst geschlossen. Ja, das ist klar. Aber man kann ja auch anderswo sein Wort. Ja, dazu kann ich leider nichts sagen. Ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Kann ich nichts sagen. Okay, ich bin genauso überfragt wie Sie auch. Ich wundere mich nur. Ja, gut. Vielen Dank. Weil Antonia Fischer und Justus Hoffmann sind ja Studenten und Doktoranden von ihm. Und der Templin steckt auch irgendwie da mit in der Meute. Es hat für mich den Eindruck, als wenn das alles gescheitert wäre, um Rainer Füllmich quasi an die Wand zu stellen. Er steht ja hier an der Wand. Sie sind aus Berlin hergekommen. Ja, ich wollte mir das mal selber angucken. Ich verfolge das schon sehr lange im Internet, vor allem über Roger Bittel auch. Und ich habe den ganzen Corona-Ausschuss von Anfang an mitgemacht. Und ich habe eine Ratte, wie sag mal, I smell the rat. Und dann war das für mich jeden Freitag wie Popcorn-Kino, wenn der Corona-Ausschuss war. Und ich denke,
ich habe mich natürlich auch nicht impfen lassen. Ich habe auch direkt gewusst, da stimmt was nicht. Aber vor allem auch durch die Aufklärungsarbeit, die Rainer geleistet hat, bin ich noch tiefer in den Kaninchenbau gestiegen und habe da noch ganz viele andere Sachen auch entdeckt. Und dafür bin ich ihm so, so dankbar. Und es tut mir so leid, dass er, der so viele Leute geholfen hat, jetzt so bestraft wird. Das ist wirklich peinlich mit anzusehen, das Ganze, ehrlich. Konnten Sie dem folgen? Das waren ja doch immerhin schon 51 Prozesstage. Konnten Sie den Worten von Rainer Füllmich folgen und auch was die Kammer von sich gegeben hat? Ja, auf jeden Fall. Also dieses Ganze, ich habe nicht alles von Anfang an mitbekommen, was der Richter gesprochen hat, aber man merkt ganz deutlich, überall fällt das Wort auch Querdenkerszene, Verschwörungstheorie. Das ist das, natürlich kennen wir das Framing, das benutzt wird, damit du mundtot gemacht wirst. Und er wird einfach abgeschoben in die Querdenkerszene so und das war's. Und ich finde, was mir auch extrem, extrem aufgefallen ist, das sitzen alle wie Roboter da. Der Rainer macht seine Worte da und er wird nicht angeguckt von dem Richter. Der Richter starrt nach unten. Das ist irgendwie, das stimmt was nicht. Das sieht man, glaube ich, wirklich, wenn man ein bisschen Menschengefühl und Erkenntnisse hat, sieht man, dass hier alles abgekartetes Spiel ist. Und als ich reinging, hatte ich noch eigentlich ein bisschen Hoffnung, dass ich dachte, na ja, aber eigentlich liegt ja alles auf dem Tisch, die RKI-Protokolle, auch jetzt, wo er für angeklagt ist. Also eigentlich, er ist unschuldig, das ist so. Und ich denke jetzt, ja, und wenn ich jetzt gehört habe, wie schwer auch der Verfassungsschutz damit drin hängt und wie der Richter auch guckt, dann habe ich leider auch schon fast den Eindruck, das Urteil ist schon fertig. Also Sie glauben, dass da was dran ist an dem Vorwurf, den der Angeklagte äußert, dass der Verfassungsschutz seine Finger im Spiel hat und das nicht nur einfach ein Gesellschafterstreit ist? Nein, nein, natürlich nicht. Das wurde auch sehr gut von Rainer jetzt dargestellt, wie das vorgelesen auch mit den Aktenstempel, Corona. Also alles, was Corona kritisch zuzuordnen ist, sollte hinterfolgt werden. Und wir müssen uns alle wirklich jetzt fragen, jetzt trifft es ihn, aber irgendwann wird es auch uns treffen letztendlich. Der Staat wird nicht aufhören. Haben Sie auch gespendet? Ja, ich habe auch gespendet, ja. Was war Ihre Motivation der Spende? Ja, eigentlich, aber ich habe nur am Anfang gespendet, weil ich habe auch verschiedene andere Kanäle, wo ich dann noch spende. Für mich war diese Aufklärungsarbeit, das war wichtiger wie jedes Kinoticket in den letzten Jahren, wirklich. Wussten Sie, an welche Form der Gesellschaft Sie spenden? Nein, überhaupt nicht. Und es hat mich auch gar nicht interessiert. Es ging mir nur um die Inhalte. Also hat Rainer Füllmich jetzt aus Ihrer Sicht die Spenden veruntreut oder Nein, war das rechtens, dass er... Nein, im Gegenteil, er hat sogar noch für mich in Sicherheit gebracht. Wir haben doch alle gesehen, was in Kanada passiert ist mit den Konten, die gefändet wurden und ihm wurde schon ein Konto gekündigt. Ich finde es ganz normal, dass er das Geld in Sicherheit gebracht hat. Dafür sollte er noch eine Belohnung kriegen letztendlich und nicht hier festsitzen seit 1,5 Jahren Untersuchungsausschuss. Also ich bin so enttäuscht von diesem Rechtsstaat, ganz ehrlich. Vielen Dank. Darf ich Sie nach dem Feedback fragen? Irgendeinen Eindruck? Also es ist erbärmlich, wie ein Mensch hier im Grunde genommen um seine Lebenszeit kämpfen muss. Ja. Und mir kommt das eben so vor, die sitzen da vorne wie Roboter, versteinerte Mieten. Da ist keine Empathie zu erkennen, nichts. Also ich finde das ganz schlimm. Ich bin heute das erste Mal hier, habe es aber immer verfolgt über das Internet. Und so schlimm, wie ich es mir hier heute erlebt habe, hätte ich mir noch nicht mal vorstellen können. Ja. Was hier in diesem Land jetzt los ist, das ist nicht zu fassen. Und der Herr Füllmich, der sieht auch sehr fade aus. Ich habe noch damals live gesehen am Olympiastadion. Da war so eine von der Basis so ein Jubiläums. Da sah er noch wesentlich gesünder aus wie heute. Also man sieht, dass ihn das doch mitnimmt. Ja. Können Sie sich ein Bild darüber machen, ob da an dem Vorwurf der Veruntreuung was dran ist? Glauben Sie seine Argumentation, dass es sich um Darlehensverträge handelt, die beidseitig abgeschlossen wurden, also sowohl Viviane Fischer als auch er Darlehensverträge mit der Verpflichtung zur Rückzahlung abgeschlossen haben? Naja, ich meine, fest steht, er hat eine Immobilie gehabt. Also war das doch gesichert, die Rückzahlung in dem Sinne. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ihm das ernst war. Ja. Und er hat ja so viel auch für die Menschen getan. Ja. Warum soll der jetzt, wie gesagt, diese Argumente sind ja da. Er kann doch nicht, er hat einen guten Ruf als Anwalt. Der hat wahnsinnige Sachen schon erledigt mit seinem Job. Und so ein Ruf bringt er nicht durch so ein bisschen Geld, auf Deutsch gesagt, in Verruf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also,
Ich habe jetzt heute Morgen so mitbekommen, dass dieser Prozess gar nicht sein müsste, wenn diese Frau Reinecke nicht vom Dienst abgezogen worden wäre. Und darum verstehe ich diesen ganzen Prozess nicht. Ne? Also beziehungsweise ist einfach diese Frechheit, dass sie abgezogen wurde, dass der Herr John eingesetzt wurde. Und ich frage mich, also wo ist Frau Reinecke? Warum kann man da das nicht wieder alles zurückdrehen? Das ist ja unglaublich, 1,5 Jahre. Ich verstehe es nicht. Wem gebührt jetzt der Applaus? Eigentlich dem Rainer Füllmich. Das können wir leider nicht in den Zellentrakt nach unten transportieren. Also es war jetzt kein Applaus dafür, dass der Vorsitzende jetzt dem Antrag auf Verlängerung bis 17:30 Uhr stattgegeben hat, weil das habe ich jetzt leider nicht mitbekommen. Wie wurde darauf reagiert? Auf die Verlängerung seitens des Angeklagten natürlich sehr positiv, weil die Beschneidung seines letzten Wortes ist schon ein Affront an sich. Und allein die Tatsache, dass er jetzt noch ein bisschen was konzidiert hat, das wird sicherlich gleich Katja Wörmer noch ein bisschen näher ausführen, ist der Tagessieg heute, würde ich mal sagen. Weil wir ja sehen, dass unsere ganzen Ausführungen ziemlich abprallen. Also zumindest ist in den Regungen des Gerichtes nichts zu erkennen. Frau Wörmer, konnte Ihr Mandant wesentliche Aspekte noch vorbringen, die den Vorwurf der Veruntreuung entschärfen? Ja gut, das Problem ist ja eben, was der Kollege schon sagte, dass man das Gefühl hat, dass das die ganze Zeit überhaupt nicht richtig ankommt und dass es natürlich ähnliche Ausführungen gibt, die wir auch in unseren Plädoyers und auch die der Angeklagte schon in seinem eigenen Plädoyer und während des Prozesses immer wieder betont hat. Aber es ist sicherlich wichtig, das nochmal zu betonen. Und es wäre wichtig, dass das auch gehört wird. Und wir haben jetzt, weil das gerade die Frage war, wir haben halt nur erreicht, dass statt morgen 12 Uhr das Schlusswort zu Ende ist, dann die Redezeit auf 15 Uhr verlängert wurde, weil der Vorsitzende halt in der Mittagspause gesagt hat oder danach, dass morgen bis 17:30 Uhr beantragt ist und Freitag auch eine Verlängerung bis 17 Uhr. Und dann kann man den Mandanten natürlich auch länger reden lassen. Und dann hatte Rainer Füllmich selbst noch beantragt, übers Wochenende noch Beweisanträge nochmal formulieren zu dürfen. Und das ist jetzt erstmal abgelehnt worden, weil gesagt wurde, gut, heute Abend ist noch Zeit und morgen dann während der Verlängerung der Redezeit. Kann aber sein, dass es dann doch morgen nochmal anders entschieden wird. Das hat er jetzt so ein bisschen offen gelassen. Also er war heute etwas milder als sonst. Ja. Also es waren auch nur 2 Stunden, die verlängert worden sind morgen. Weil wir immer 1 Stunde Mittagspause haben. Nicht? Also vorher 12 Uhr Ende, jetzt um 3 Ende, dazwischen 1 Stunde Mittagspause, macht 2 Stunden Verlängerung. Genau. Ja, das war alles. So hatten wir es beantragt. Ja. Ich bin heute völlig durcheinander. Das ist so ein Gewitter von Informationen, alles nochmal auf einen Punkt gebracht. Vorne sitzt eine völlig gelangweilte Kammer. Ich bin einfach fertig. Ich wollte mich für diese stativ bedanken. Vielen, vielen Dank. Das stabilisiert die Aufnahmen und ich fand das sehr aufmerksam. Vielen Dank. freut mich sehr. Dann noch gute Reise. Wenn ich mir das jetzt überlege, dass Sie erstmal das Wort bis 12 Uhr ihm erteilt haben, dann auf Anfrage bereit waren, das jetzt auf 15 Uhr, glaube ich, das letzte Wort zu verlängern. Das heißt 2 Stunden mehr, weil dazwischen ist ja 1 Stunde Mittagspause. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, wenn Sie die Beweisanträge danach noch annehmen, ob Sie die dann auch bearbeiten oder so wegschieben. Weil wir haben das ja mitbekommen mit verschiedenen anderen Sachen, dass Sie gesagt haben, ja, wir schließen die Verhandlung, aber Sie können ja immer noch Zeugen einladen, aber die Zeugen wurden dann beschränkt in ihren Aussagen. Und hat das für das letzte Wort, wenn das abgeschlossen ist und Beweisanträge danach kommen, vielleicht auch so eine Auswirkung? Ich weiß es nicht. Rainer Füllmich hat ja auch wieder Bezug auf E-Mails genommen, die ja als Beleg herangezogen werden für die Veruntreuung. Kannten Sie da die Inhalte oder gab es da Inhalte, die für Sie neu waren? Also eins ist mir aufgefallen, da wo Sie sich immer drauf bezogen haben, wo Sie sagen, ja, die Viviane Fischer hätte von nichts gewusst. Das ist ja von diesem Juli auch, von diesem Chat im Telegram. Was denen nicht auffällt, ist, dass eben genau dieses, was Sie da immer zitieren, auch beweist, dass er bereit war, aufs Konto zu zahlen. Weil er hat in dem gleichen Moment ja angeboten, das Gold zu verwerten, um den Engpass auf dem Konto auszugleichen. Ihm wird aber ja immer vorgeworfen, er wollte nicht auf das Konto einzahlen.
was in dem Moment falsch war. Aber es ist erstaunlich gewesen, Justus Hoffmann, was der wusste, wo er dann hinterher die Strafanzeige erstellt hat, entgegen seines besseren Wissens. So, was ist Ihr Eindruck vom heutigen Verhandlungstag? Ja, wieder sehr informativ. Es gibt nichts Neues. Ich dachte, ich könnte ihn heute mitnehmen, dass ein Freispruch rauskommt. Und ja, ich denke mal. Ja, und was ich eigentlich noch sagen möchte, vielen, vielen Dank für die tolle Berichterstattung. Und ich finde, wir sollten uns nicht nur bedanken bei Ihnen, sondern wenn jeder, der ein Interview gibt, vielleicht auch 1 Euro dazu gibt oder auch 2. Das ist nicht zu viel verlangt und unterstützt Sie bei Ihrer Arbeit. Das würde ich mir wünschen. Das ist super lieb, vielen Dank. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich lasse es drin, ja? Das schneide ich nicht raus. Nein. Man kann nicht einzelne Aussagen herausschneiden, sondern alles. Ob das Aussagen sind, Tatsachen, Chats, E-Mails, müssen im Zusammenhang gesehen werden. Und das war Rainer Füllmich, glaube ich, heute sehr wichtig, nochmal alles in Zusammenhang darzustellen. Weil ein einzelnes Zitat, auf denen ja auch zum Beispiel dann die Vorwürfe beruhen, das kann man so nicht stehen lassen und keine Bewertung daraus ziehen, sondern die Bewertung kommt erst im Zusammenhang raus. Und deswegen war das heute auch nochmal sehr ausführlich, beschränkt natürlich durch die Begrenzung der Redezeit, aber ich finde es auch im Aspekt, dass die Schöffen ja keine Akteneinsicht haben, sondern nur eine Lesemappe, fand ich es sehr wichtig, auch nochmal für die Schöffen zu hören, wie die etwas neuen gefundenen E-Mails und Chats nochmal dargelegt wurden. Das Wissen, was der Hauptanzeigenerstatter Dr. Justus Hoffmann eben hatte, das trägt eben dazu bei, dass diese ganze Anklage eigentlich in sich zusammenfällt. Aber zur Verteidigung fand ich es wichtig, dass nochmal einzelne Dinge hervorgehoben wurden in Darstellung im Zusammenhang. Was ging denn aus den neuen E-Mails hervor aus Ihrer Sicht? Ja, also das ist der Inhalt gewesen, dass die Anzeigenerstatter ja sehr genau wussten, dass ihre Forderung unberechtigt ist. Weil es bezieht sich immer auf diejenige Gesellschaft, welche von wann bis wann existiert hat und überhaupt eine Forderung aus der Gesellschaft, die ursprünglich gegründet war, eine GbR, überhaupt generiert werden konnte. Und wenn man dann noch in Zusammenhang stellt, was der Rechtsanwalt Edgar Simond gesagt hat über das Gesellschaftsrecht, vor diesem Hintergrund müsste die Anklage eigentlich zusammenfallen. Also da ist viel Wissen von Anzeigenerstattern im Hintergrund da gewesen und trotzdem ist es hier zum Prozess gekommen. So, können Sie kurzes Feedback geben? Wie haben Sie den Verhandlungstag vernommen? Der heutige Tag war sehr intensiv wieder, wie auch schon neulich. Rainer Füllmich bewundere ich wegen seiner Kraft, mit der er immer noch stundenlang plädiert oder sein letztes Wort spricht, auch sich vom Richter nicht unterbrechen lässt und auch den Richter angeht und ihn belehrt, was ich sehr passend finde. Der Richter greift ja an, dass Rainer Füllmich da eher verletzende Äußerungen angeblich tätigt. Und er sagte, er ist ja mit Recht sauer über 1,5 Jahre ungerechtfertigter Haft wegen eines finanziellen Vergehens, was ja niemals sonst zur Haft führt. Ja. Er hat dann sehr schön gegliedert heute. Am Anfang hat er über die Motivationslage der Anzeigeerstatter gesprochen. Aus der Sicht von Rainer Füllmich, dass da psychologische Probleme und finanzielle Probleme beides zusammen eine wichtige Rolle spielen, warum die sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben oder wie sie sich jetzt immer noch verhalten. Dann im nächsten Teil ging es nochmal um diesen Chatverlauf zwischen Rainer Füllmich und Viviane Fischer im Sommer 2022, als es schon das Zerwürfnis gegeben hatte, sie sich schon gestritten hatten. Und das Gericht bezieht sich immer auf diesen Chatverlauf und will daraus herleiten, dass es ja um eine Scheinvertragsvereinbarung oder sowas gegangen sei.
Und Rainer Füllmich sagt, das ist 1,5 Jahre nachdem sie diese Darlehensverträge geschlossen hatten, erst passiert, dieses Zerwürfnis und dieser Chatverlauf. Das eine hat mit dem anderen zeitlich überhaupt nichts zu tun und auch kausal nicht. Das ist völlig unlogisch, da einen Zusammenhang zu konstruieren. Und das hat er heute sehr schön nochmal auseinandergefriemelt und ja, in einer Stärke und Kraft und optimistischer Ausstrahlung. Da kann man sich wirklich nur drüber wundern, wie der das immer noch nach 1,5 Jahren Haft hinkriegt. Mehr fällt mir jetzt heute dazu nicht ein. Ich bin sehr gespannt auf morgen. Es geht ja jetzt allmählich auf das Urteil zu, glaube ich. Aber noch ist das letzte Wort ja nicht zu Ende gesprochen und es kommen auch noch Beweisanträge. Ich verstehe nicht alles immer. Ich bin ja auch juristischer Laie, habe keine Ahnung, aber ein bisschen gesunden Menschenverstand. Und es ist ja hier wie ein kleines Jurastudium, wenn man hier 40 Mal sitzt und zuhört.